grüße euch zum Waldbauer-Vlog. Grüß Gott, herzlich willkommen. Ja, ich bin jetzt gerade unterwegs im Schlepper. Es ist Montag. Musste ich früher bei der Arbeit aufhören, weil der Schlepper muss jetzt in die Werkstatt. Wie beim letzten Vlog hatte ich ja schon gezeigt, ist der Bedienhebel für die Heckhydraulik abgebrochen. Die gesamte Betätigung für die Heckhydraulik ist halt sehr schwergängig. Das muss jetzt korrigiert werden, repariert werden. Ich hoffe, dass ich auch den Schlepper wieder zurückbekomme, dass das Ersatzteil schnell da ist. Was steht diese Woche an? Ja, natürlich steht einiges an, nämlich der Reinhard Auer kommt. Und da bin ich selber gespannt, was wir da gemeinsam noch so alles bewerkstelligen. Ja, es werden einige denken, Deutz kaputt und Deutz ist schuld. Hinten meine Heckbedienung schon der Stift abgebrochen, weil das zu schwergängig war. Jetzt ist der Innenbedienhebel auch abgebrochen wegen zu Schwergängigkeit. Ich mit meinem unsensiblen Betätigungswahn habe das dann einfach ignoriert, wie das manchmal so ist. Ja? Und ja, in Zukunft muss ich da sensibler mit umgehen. Als ich dann die Zeichen rechtzeitig deute, sage, hallo, da müssen wir mal gucken, ob da das Gestänge nicht so festgedreht wurde. Das ließ sich ja betätigen, aber zu schwergängig. Und das führt dazu, jetzt gerade bei der Hitze oder was, dann brechen die Dinger halt auch kaputt. So, hallo. Heute ist, was haben wir heute? Freitag. Heute ist Freitag und der Reinhard Auer ist bei mir. Ja, hallo, grüß Gott. Ja, wir sind mal gerade unterwegs zur Deutz-Werkstatt. Den Deutz aus der Werkstatt abholen. Mal sehen, wie es jetzt aussieht mit dem Deutz. Es wurde gleich noch die 600er Inspektion gemacht. Bin ich gespannt, die Rechnung bekomme ich nicht sofort, aber ein paar Wochen später. Ja, Reinhard, du hattest ja auch schon mal die große Inspektion. Ja, ich habe bei meinem Deutz die 1000er Kundendienst gehabt. Das ist also, da werden alle Öle und alle Filter gewechselt. Und ja, es ist alles ohne Menge rumgegangen und die schöne Überraschung war dann die Rechnung. Aber dere. Ja. Und die 1100 Euro, da schluckst du schon mal. Genau, da bin ich jetzt gespannt. Bei mir ist es ja bei der 600er Inspektion, obwohl wir ja fast den gleichen Schlepper haben. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Gut, bei mir war es ja wegen dem Defekt mit der Heckhydraulik, den Bedienhebel, weil es schwergängig war. Der von der Werkstatt hat gesagt, ja, jetzt mit der Hitze, da kann das dann noch problematischer werden. Und womöglich in dieser Verbindung ist dann der Hebel abgebrochen. Ja. Aber ja, wir werden mal sehen, wie es vor Ort aussieht. Der Marco hat in einem Video geäußert, er hätte gerne ein EHR. Mein Schlepper hat ein EHR, aber das ist so viel Elektronik-Schnickschnack, da warte ich schon mal drauf, bis das bei mir mal eine Störung kommt oder sonst irgendwas. Ich hoffe es nicht, aber so viel Elektronik, was im Schlepper drin ist, umso viel mehr kann natürlich auch kaputt gehen. Also das Mechanische wäre mir lieber als die ganze Elektronik.
Ja, man hat es ja gesehen mit meiner Zapfwellenbetätigungsknopf. Da war da einfach ein Wackelkontakt in den Steckverbindungen, Ja, ne? ja. Was das dann schon ausmachen kann. Genau. Dann spielt die Elektronik verrückt. Ja. So, jetzt geht's wieder nach Hause. Da kommt der Reinhard, kommt auch hinter mir her. Gut. Ja, es war anscheinend die Hebel verquanzt. Schon angerostet, verquanzt. Merkwürdig, ja. Ich kann ja leider nicht die Autobahn fahren. Reinhard fährt die Autobahn. So, das nächste Wartungsintervall ist jetzt bei 1200 Stunden. Da haben wir noch ein bisschen hin bis zur nächsten Wartung. Jetzt wurden schon mal die kleinen Ölwechsel gemacht. Die große Ölwechsel kommt dann bei der 1200 auf. Also wo es Hydraulik und Getriebeöl gewechselt wird. Das wird dann teurer. Und das jetzt noch hoffentlich etwas günstiger ausfallen wird. Erstmal mit den Anhänger hier rausfahren. Die Lerche. Die ist eng zu. Ja, bei uns geht es immer hier eng zu. Das ist der Nachteil, wenn man genau im Ortskern wohnt hier. Genau. Aber Anhänger ist soweit okay. Du bist es gewohnt. Bitte? Du bist es gewohnt, die Reinschiererei. Ich bin es gewohnt, genau. So. Gruppe. Ja. Da kommt noch ein bisschen. Die Ladung scheint gut gesichert zu sein und ist ja gut. Nee, fein nix. 3 Tonnen Gurte, oder? Der Anhänger. Nein, die Gurte sag ich nicht. Auf die Gurte. Ja, 3 Tonnen Gurte, die reißt keiner ab. Nee, die reißt keiner ab, aber die Hölzerchen, die, ja. Da sind wir bei den jüngeren Alter, können vielleicht ein Hölzerchen rausfallen. So, jetzt hier. Da die Erzähler. So, jetzt müssen wir einfach mal hier gerade ziehen.
So, jetzt werden wir noch mal schauen, ob es passt. So, fertig. So, jetzt braucht man so einen Schinken. Der ist ja draußen. Probieren wir erstmal hier dieses Probestück da, den Fichten da. Den Fichten. Okay. Trockenes Gerät. Jawohl. Aber Genau, den haben wir dann aber dran dabei und dann passt das schon. hallo, Reinhard Auer ist jetzt bei mir. Ja, hallo. Grüß Gott. Wir sind ja jetzt noch in unserem Wochenvlog. Ne? Da kommt das ja alle rein. Und der Reinhard hat ja auch ein Video gemacht zum Baumpfähle oder Zaunpfosten, besser gesagt, anspitzen mit der Kreissäge. So kenne ich das halt auch von meinem Vater, aber damals hat uns die Berufsgenossenschaft da schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hat gesagt, die Kreissäge, die muss da hier mal aussondern, das geht so nicht so weiter. Da habe ich bis heute noch das Formular, das Beanstandungsformular habe ich auch noch davon. Und ja, deshalb gibt es ja da tolle Videos auch vom Bayernforst, Ja. wie man das eigentlich richtig machen sollte. Genau. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ja. Bayerische Staatsforsten, die hat also hervorragende Videos Ja. produziert, die von dem. Also die haben echt gut, ja. Genau, die haben ja noch noch einen besonderen Bock gebaut, wo man das einklemmen kann, den Pfosten. Aha. Habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt so einen Bock gebaut. Jetzt muss man gucken, ob das hier so funktioniert mit dem Bock. Für das Einklemmen bin ich zuständig. Genau. Genau. So. Ja, jetzt habe ich eine ordentliche Motorsäge. Mal sehen, wie wir es hinkriegen. Da geht schon was. Da geht schon was. Ich bin für das Einklemmen zuständig und fürs Drehen. Lange nicht mehr gelaufen. Jetzt ist das so sauber und ein gespitzter Stempel. Wir sagen Stempel dazu.
Ja, das ist halt mit der großen, da hätte man eher wechseln müssen. Die kleine, die ein bisschen feiner arbeitet, die ruppt da ganz schön. Aber das erfüllt den Zweck genauso. Na, Ja. so, jetzt haben wir das mal so gemacht, wie es eigentlich sein sollte. Jawohl. Reinhard, was hältst du davon? Wunderbar. Wie schon gesagt, mein Video hat etliches an kontroversen Diskussionen ausgelöst. Ja, okay, jeder hat recht. Ja, ich habe halt die Säge und dann mache ich es halt so, wie ich es bis jetzt die letzten 30 Jahre gemacht habe. Also, Ja. wie schon gesagt, man kann es so und so sehen. Passiert ist bis jetzt noch nichts. Es kann aber jederzeit was passieren. Ja. Also, Ja. es ist nicht zum Nachahmen empfohlen, das, so wie es ich mache. Wie schon gesagt, das hätte ich im Video noch dazu sagen sollen, aber ja, ist halt so. Ja. Gut, jetzt haben wir so ein Ding. Jetzt wollte ich aber noch was anderes ausprobieren. Jetzt sind wir, das ist ja so ein Beispielteil. Und zwar das EDA-Schälgerät, das wollte ich jetzt auch noch mal testen. Muss man jetzt nicht, aber ich wollte es jetzt mal testen, ob der Bock da jetzt auch die richtige Höhe hat. Ja, könnte hinkommen. So, das soll jetzt ja zum Vorführen mal reichen. Aber so bei dem Trocknen hier, da muss man aufpassen, dass er nicht komplett verschwindet, wenn dem weggefräst wird. Stelle ich halt gerade festgestellt. Aber funktioniert, also von der Arbeitshöhe passt. Ja, also es lässt sich mit dem angenehmer arbeiten, weil ich hatte es einmal gehabt, unten auf dem Boden. Und mit dem Teil so auf dem Boden zu arbeiten, das geht gar nicht. Jetzt gerade auch bei der Hitze. Von daher ist der Bock jetzt hier schon besser. Natürlich bei dem hier sieht man, der ist schon so marode, der wird da gleich ganz fest weggefräst. Dann macht das natürlich wenig Sinn. Aber funktioniert, würde ich sagen. Wichtig ist, dass halt ein Eichenflocken ist, weil der einfach grundsätzlich länger hält. Ja. Grundsätzlich länger hält. Weil ich habe jetzt das Problem wieder bei mir. Ich war letzten Sonntag zur Zaunkontrolle im Wald und da habe ich festgestellt, zwischen 30 und 50 Flocken muss ich schon wieder ersetzen. Ja. Und das ist eher 50 und das ist erheblicher Arbeitsaufwand. Ja. Oh. Die sind natürlich nicht so dick wie dir, weil der Seekerner hält natürlich ums Doppelte länger als wie ein solcher. Ja, manche sagen ja, man sollte ja auf jeden Fall entrinden. Okay. Und gegebenenfalls sogar unten abflammen. Genau, das haben sie da gibt es eine Ausgrabung, eine Jungsteinseite, die Flotten, die war da zum Hausbau oder sonst irgendwo verwendet wurden, es gibt Ausgrabungen, die haben alle abgeflammt. Ja. Da sollen sie auf jeden Fall länger halten. Ja, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, Ja, aber naja, irgendwann mal ein Versuch wert. Ne? Das ist Ja. halt alles Aufwand. Ne? Das muss Also halt, ein Bekannter von mir, ein älterer Waldbauer, der hat die früher immer in Altöl taucht. Da halten sie auch länger. Allerdings für die Umwelt ist das natürlich eine Katastrophe. das kenne ich auch aus den 70er Jahren noch. Genau. Da wo wir haben ja viel Hühner gehalten. Da teilweise bis zu 250 Hühner, große Brahmas. Und da haben wir dann auch die Gehege immer eingezäunt. Ja. Und da haben wir das auch hier mit den Fichten gemacht und die wurden dann mit Altöl unten eingestrichen, was natürlich fatal ist, macht man ja nicht. Ja. Aber 70er Jahre, ja.
Da wurde das, da hat keiner so richtig nachgedacht. Genau. Äh, Die haben bis einen halben Meter in Alt getaucht worden und dann wieder trocknen lassen und dann, ja, die Haltbarkeit war natürlich ziemlich lang. ja, also das sollte man auf jeden Fall nicht mehr machen. Ne? Genau, Das, genau. das ist fatal. Genau. Und gut. Ja, jetzt hat man hier gesehen, also das EDA-Schälgerät macht hier natürlich auch keinen so richtigen Sinn, weil es mehr wegfräst, als es soll. Ja. Das bringt bei grünen, nassen Flocken bringt das mehr, der ist ja trocken. Ja. Da geht er hier schon richtig rein. Ne? Ja. Und vor allem bei den Eichenflocken, da bringt es auch voll. Bei den Eichenflocken ist es besser, weil die, je nachdem wie die Rinde da ist, kriegt man sich auch mit dem Schälgerät nicht so leicht ab. Habe ich ja in Schäleisen, hatte ich ja schon mal gearbeitet, bei den anderen angefangen, aber das wird schwierig. Da macht es dann Sinn, wenn die Rinde ab soll, dann halt mit dem EDA-Schälgerät zu arbeiten. Und auf der Höhe geht das auch. Ja. Und der ist ja massiv, der hält. Der hält, ja. Passt. Das passt auf jeden Fall. So, hallo, jetzt bin ich hier mit Reinhard unterwegs. Reinhard Auer ist ja auch Waldbauer und aus der Oberpfalz. Ja. Und jetzt sind wir hier in unserer Kalamitätsfläche. Und jetzt gucken wir hier mal die Grenzsteine an. Haben wir hier einen Basalt-Grenzstein. Und du wolltest noch was zu den Grenzsteinen sagen? Ja, genau. Zu den Grenzsteinen, das ist halt regional unterschiedlich bei uns. Früher sind die Grenzsteine bei uns, wir haben auch einen Kalkstein in der Gegend, weil meine Gegend, das ist eine Karstgegend und das besteht auch aus Kalk. Und die alten Grenzsteine, die du aus dem Wald noch findest, die sind alle aus Kalkstein. Und die neueren Zeiten, da sind halt die Grenzsteine aus Granit. Und die werden halt bei uns auch verwendet. Und hier sieht man ein Basaltstein, weil es da in der Gegend Basaltabbauflächen gibt. Und wie wir bei uns die Flächenzusammenlegung gehabt haben vor ca. 20 Jahren, da ist halt auch darum gegangen, die einen haben gesagt, ja, Granitstein sollte man einen einheimischen aus dem Bayerischen Wald nehmen. Aber der ist halt dann ums Dreifache teurer gewesen und dann haben wir halt auch im billigen China-Granit genommen. Ja, das sind die Kostensachen natürlich. Ja, also Granitsteine haben wir, glaube ich, hier nicht. Wir haben halt noch Sandsteine. Hier auf der anderen Seite ist die Gemarkungsgrenze. Und bei der Gemarkungsgrenze werden halt größere Steine gesetzt und da sind halt die größeren Steine sind Sandsteine dann. Genau. Vielleicht gehen wir mal darüber, dann können wir das mal gucken. Genau. Aber hier sind auf jeden Fall hier die Basaltsteine. Das ist eigentlich das gängigste, häufigste, was wir hier haben. Ja. Bei uns werden jetzt überwiegend halt Granitsteine verwendet. Das ist der graue Granit aus dem Bayerischen Wald. Und ja, seit neuerem halt aus China. Alle abgefallen. Die Wurzeln da. Ja. Das ist bei mir im Wald das Gleiche. Die haben alle abgefallen, siehst du das? Und dann hat der Baum keinen Halt mehr und dann fleckt er rum. In der Trockenheit. Ja, das ist die Ursache wahrscheinlich Trockenheit. Die haben einfach, siehst du, das ist alles kaputt. Da müssen wir sich mal befassen, was die Ursache ist. Ich schätze mal Trockenheit beziehungsweise. Ja, das ist ja schon gerade die Feinwurzeln, hat man ja festgestellt. Das Feinwurzelwerk leidet durch die Trockenheit und das Problem ist, auch wenn es jetzt feuchtere Jahre gibt, dass sich das Feinwurzelwerk nicht so schnell regeneriert. Genau. Dann gehen die Bäume trotzdem kaputt, obwohl es wieder eine feuchtere Periode war, weil wenn es vorher zu lange eine Trockenperiode war. Ja. Und damit sich da die Natur heilen kann, dann muss halt länger feucht sein, ordentlich, damit das dann sich wieder regenerieren kann. Und gerade bei der Fichte ist es halt katastrophal, die kriegt das nicht mehr hin bei der langen Trockenheit. Ja. Und dann ist Exitus.
So, hier sieht man jetzt auch einen Grenzstein, der ist jetzt kein Basalt, sondern Sandstein. Das ist ein roter Sandstein, genau. Roter Sandstein, genau. Und steht da hier, sieht man halt da die Douglas, ja, da, das ist fast knapp da an der Grenze, ne? Ja, ja. Die Fichten, der hat 45 Meter. Ja, ist ordentlich, ja. Da bringen es meine Fichten hinten, die großen, weil ich noch habe, auf 35 Metern als Zudraht. Ja, weil das ist einfach der staunasse Boden und der ist ziemlich karg. Da wachsen die Bäume nicht höher. Ja. 35 Meter, 38 Meter ist die höchste gewesen, weil ich umgeschnitten habe. Ja. Aber Ja, der hat locker 45 Meter. Locker. Ja. Jawohl, das sind Bäume. So, ja, jetzt sind wir hier in der Wildunger Wiese mit der Reinhard und gucken wir uns mal hier die Eiche an. Ja, die Eichen, die wachsen eigentlich ganz gut. Ja, es ist ja, wenn ich den Boden anschaue, das ist ja, bester Ackerboden ist das. So, jetzt werden wir noch mal filmen hier, Genau. was wir hier gefunden haben. Hier jetzt Reinhard. ein Andreaskreuz. Ja, wir haben uns ja jetzt hier, es regnet jetzt, ist ja super. Und haben uns jetzt wieder ins Trockene geflüchtet und haben dann kurz vorher noch was gefunden hier. Ich finde ja immer bei der Begehung was Neues. Und jetzt haben wir wieder ein rätselhaftes Ding gefunden. Aus Aluminium hier anscheinend. Ein Kreuz. Na, es ist ja hier nebenan ein Segelflugplatz. Und Vermutung ist, dass von irgendeinem ominösen Fluggerät irgendwie abgefallen ist oder was. Also sonstige Erklärung gibt es nicht. Ständer, weiß ich nicht, aber dafür sind halt diese Kanten hier so speziell. Ja, zu aufwendig. Zu aufwendig, ne? Ja, genau. Gemacht. Ja. Aber vielleicht weiß ja von euch einer, was das sein soll. Schau mal her, das sind 10 cm Streif. Ja, aber hier ist auch so eine Ecke, da ist teilweise dann da drunter ein bisschen steinig. Na, es kommt drauf an, je nachdem. Ja. Na, aber sonst hast du ja richtig gesehen, da ist halt hier schon immer mehr Mischwald. Ja. Und das merkt man halt am Boden halt auch. Ja, Na, ja. Locker 10 cm Streu. und das soll ja auch so bleiben. Manus, wir sind jetzt schon den ganzen Tag unterwegs. Ja. Hier der Reinhard Auer aus der Oberpfalz und ich hier aus Nordhessen. Und gucken uns den Wald an, was man da so machen kann. Und tauschen Erfahrungen aus. tauschen Erfahrungen aus. Ja. Und ja, es macht Spaß, muss ich sagen. Ja. Ja, und dann haben wir auch teilweise gleiche Einschätzungen. Das freut mich jedes Mal. Ja. Na, wenn man jetzt hier so eine Fläche anschaut. Das ist jetzt ja hier auch die Kalamitätsfläche. Meine erste Kalamitätsfläche ist das jetzt hier, wo der Borkenkäfer reingegangen ist. Und die ist jetzt eigentlich schon, die hat schon die Schlagruhe weg, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Und ja, da wird eingezäunt, die Naturverjüngung kommt hier gut, sodass man nur die Naturverjüngung schützen muss und fördern muss und ja, pflegen muss, dass die Buche nicht überhand nimmt. Soll ja hier Eiche auch kommen. Gut, der Ahorn, der denke ich mal, der kommt auch gut zurecht. Und Herr Kirsche haben wir ja hier auch. Die sorgt auch dafür, dass es da nochmal Naturverjüngung gibt. Also, auf jeden Fall nur vital, die Kirsche da hinten. Also der ist gut. ja, da muss man halt auch aufpassen, dass er der Wind nicht umwirft. Bisher hat er nochmal gehalten. Wunderbarer Sandbaum. Also der fällt uns. Ja. So, nochmal schauen hier mit der Kamera. Der Ahorn, der tragt da jetzt auch schon Früchte. Das ist Ja, einwandfrei. Also gesorgt ist für Nachwuchs. ja, ich habe bei der Befällung ja aufgepasst, dass ich die Ahörnerchens da nicht beschädige. Ja. Aber das
war nicht immer möglich. Da stand noch ein Ahorn, der ist da ganz kaputt gegangen. Aber auch wenn da noch der Stock da ist, die Ahorner, die treiben dann wieder neu aus. Na. Und da drüben haben wir sogar noch eine Fichten, die wenn man jetzt Zapfen hat, die schaut auch noch wie toll aus. Also Fichte samt auch aus, also das ist der perfekte Mischwald, Genau. der war da entstehen können. Genau, jetzt müssen wir nur dahin bei der Hanglage mal schauen. Da ist mit Zaunbauen wahrscheinlich eher schwierig. Ja. Rainer, da hast du gesagt, da müssen wir eher mal gucken nach Einzelschutz. Also den kurzen Hang da hinten, da die nicht einzahlen oder da die Einzelschutz da die da machen. Ja, Also ja. das ist das Einfachste und ist auch pflegeleichter. Also, Ja, wenn du einzahlst, dann musst du jede Pflanzen sauber machen. Und bei Einzelschutz, da hast du mit dem Unkraut nicht gar so einen Druck, nicht so viel Druck, als wenn es freistehen. Und was die Flächen ist ja nicht groß. Die ist ja nicht groß. Ah. Jetzt nochmal ein anderes Thema, fällt mir gerade ein. Und zwar hatte ich jetzt gesehen, dass es auch Kunststoffzäune gibt. Die so irgendwie selber sich dann mit der Zeit verrotten oder wie auch immer. Ja, aber da habe ich keine Erfahrung. Ich wusste nicht. Und da habe ich gedacht, ja gut, das könnte ich ja mal ausprobieren hier für die Fläche. Ja. Ich habe es mir aber anders überlegt. Ich habe gesagt, ja, mit den Kunststoffzäunen, ob das Richtige ist. Ja, aber da habe ich keine Erfahrung. Also ich kann mir vorstellen, dass das nichts Besonderes ist. Ich weiß nicht. Das ist nichts Besonderes, also, nein. Also müssen wir ich habe vielleicht da einmal Zweifel. Nachforschen, ob es da irgendwelche Quellen gibt, aber da wenn man da was Konkreteres in Erfahrung bringt. Weiß nicht. Ja, insbesondere sind die ja auch nicht billig. Ja. Also ich schwöre nach wie vor auf einen ganz normalen Knotengeflecht. Das ist haltbar, das hält 20, 30, 40 Jahre oder nur länger, wenn man es auch pfleglich behandelt und das kannst du wieder verwenden. Also, wenn du die Einzäunung mal abbaust und dann kannst du es auch wieder hernehmen. Ja, ich mag nämlich auch nicht, wenn da jetzt, auch wenn das so verrottbares Kunststoff ist, wenn das dann noch irgendwie, dann wenn es nicht mehr richtig ein Zaun ist, dann noch irgendwo da im Wald rumliegt und zwar angeblich verrottet, aber nur alleine, dass das da überhaupt im Wald da so da rumliegt, das ist nicht, finde ich nicht schön. Das ist keine gute Sache. Genau. Ja, was haben wir jetzt festgestellt hier? Jetzt hat Rainer hier mit seinem geschulten Blick da mal in die Höhe geguckt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe ja lange jetzt hier nicht da und sehe. Ja, Rainer sieht, da ist oben die Spitzen. 1, 2, 3 Buchen, Krone Tür, eine Eiche ist Tür. Ja, die hatte ich ja schon auf dem Schirm, die Eiche, die ist schon länger. Und da 2 Lärchen, 2 dünne Lärchen, die sind die von Haus aus Tür. Waren auch schon auf dem Die Lärchen ist zwar noch grün, aber da ist drin schon unten der Kirr da weg, weil da kannst du vielleicht noch was rausschneiden. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist eine Sägewerklärche. Ja. Aber da besteht ein massiver Handlungsbedarf. Ja. Die Trockenheit schlägt zu. Ja. Da hatte ich gedacht, an der Stelle hätte ich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, aber jetzt nimmt es überhand. Das ist ja auch schon dann jetzt eine ordentliche Fellaktion und eine Menge Holz. Ja. So. Nehm's mit Humor, sagt der Reinhard. Ja. Ich versuche es immer mit Humor zu nehmen, aber es ist auch traurig, wenn man sieht, wie die Trockenheit zuschlägt. Und wo man sagt, ja gut, der Bestand, der hätte ja jetzt noch mal warten können. Aber so ist es halt. Gut. Ja, es ist auch Gott sei Dank ein dichter Bestand. Da war jetzt die 4 Buchen hier eigentlich nicht auffallen, wenn sie mal raus. Ja, die hätten ja sowieso rausgemusst so würde ich das jetzt nochmal positiv sehen. Weil die haben ja da auch zu eng gestanden teilweise, da muss was raus. Vielleicht ist ja auch nicht nur die Trockenheit, ist ja auch, wenn es jetzt zu eng, der Bestand zu lange steht, dann fallen da halt auch welche aus und dann trocken. Trockenheit beschleunigt das einfach. Trockenheit beschleunigt da halt diese natürliche Auslese auch, um das mal optimistischer zu sehen. Ja, gut, ist es halt. Ne? Arbeit hört nicht auf.
Gut, und jetzt kommen wir zum Ende des Wochenvlogs. Und ja, Reinhard, schön, dass wir mal gemeinsam hier den Wald besichtigen durften und ja, demnächst mal wieder bei dir. Ja, gern, jederzeit. Du kannst jederzeit wieder kommen. Ja, Kein ja, Problem. die Zeit das halt erlaubt. Ja, ist ja nein, das schon hier, klar. ja. Jawohl. Ja, schade ist bloß, da wir 400 Kilometer auseinander wohnen, weil da kann man sich gegenseitig unterstützen. Ja, jetzt krabbelt mir irgendwas hier hoch. Das muss ich erst mal wegmachen. Da kann man sich gegenseitig unterstützen. Das war die perfekte Arbeit für einen Rückgewagen für meinen. Ja, ja, das ist klar. Ich habe ja mit den Holzpoldern, die ich hier habe ich ja einige da ein bisschen mehr Mühe, die dann zu verladen mit der Frontladerzange, einen Anhänger abstellen und diese ganze Rangierarbeit. Da ist so ein Krananhänger, der ist da natürlich effizienter, ne? Da hingestellt und los geht's. Genau. Ja. Den würde ich nicht mehr missen. Also das ist das perfekte Werkzeug für einen Waldbauern. Ja, und du hast ja so einen richtig guten auch. Ja, also verhältnismäßig gut. Vor allem das Wichtigste ist der Kran. Ja, das meine ich ja. Der Kran, der der hebt bei 4 Meter eine Tonne und das ist das Minimum, was du brauchst. Ja, genau, das ist wichtig, weil wenn man so einen Spielkram da hat, das hat ja keinen Zweck, das kostet Geld. Wenn ich die Buchen sehe, wenn es so einen Buchenstamm, 8 cm Durchmesser, hebt der locker am Kran am Wagen auf und das brauchst du. Wenn du solche Bäume hast, dann brauchst du das Werkzeug dafür. So sieht's aus. Ja. Gut, dann vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, zu abonnieren und Kommentare zu hinterlassen. Das freut uns. Ja. Und genau, der Reinhard, der macht auch noch ein Video auf seinem Kanal. Ja, genau. Kurz, damit er auch was hat zu veröffentlichen. Also macht's gut, dann bis zum nächsten Mal. Okay, Servus, bis zum nächsten Mal.